You can do a lot with money. Go on holiday, pay the rent, gift some to a good friend. You can do even more with a lot of money. Start a company, invest, buy into other companies, or take them over completely. Money buys influence and power. Wir sehen, dass der Einfluss des Geldes auf die Politik dafür sorgt, dass die demokratischen Institutionen erodieren, kaputt gehen. Sind die Milliardäre schuld? Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Are the super rich undermining democracy because a lot of money always means a lot of power? And if so, how do they do it? Recently, the super richest taxes have come under negative scrutiny. Elon Musk is rumored to not having paid a cent of income tax in 2018. Ich sage immer, es gibt bei diesen Menschen seit Kindesbeinen an, die sind ja meistens in wohlhabenden oder reichen Familien groß geworden, sowas wie Glaubenssätze. Und es gibt so einen Dreiklang. Dieser Dreiklang lautet: Erstens, Steuern bedeutet, dass der Staat uns von unserem hart erarbeiteten Einkommen immer viel zu viel wegnimmt. Der zweite Glaubenssatz heißt, der Staat kann mit Geld nicht umgehen. Und als drittes gibt es die Konsequenz: Du solltest dem Staat dein Geld nicht anvertrauen. Democracy means that everyone contributes to the community by offering up a fair percentage of their earnings. Do the super rich make the same contributions? The so-called Panama Papers don't give this impression. In 2016, journalists from different countries exposed how resourceful lawyers used letterbox companies to conceal the assets of the global super-rich elite and protect them from access by the states. Or the so-called cum-ex and cum-cum deals, where financial advisors and large investors cheated the German state out of around 35 billion euros by tricking them into paying out tax refunds they had never paid. The French state may have been duped out of at least 1 billion euros. Die Verteilung der Guten und Schlechten, die scheint mir wie in jeder anderen Gruppe ähnlich zu sein. Die Tatsache, dass sich nur wenige diese optimale, in Anführungszeichen, Beratung leisten können, lässt für mich nicht den Schluss zu, dass die Leute dann auch schuld sind, die sie beauftragen. Weil ob mit oder ohne Geld, ob mit gutem oder schlechtem Charakter, wir alle, jeder Mensch, jede Frau, jedes Kind neigt dazu, ich sag mal, Sonderangebote im weitesten Sinne wahrzunehmen. Ja. A 2019 study using leaked data from offshore accounts showed that the richest 0.01% of Scandinavians avoided around 25% of their taxes. The super rich's tricks deprive the general public of billions. This isn't just an economic problem, but a moral one, especially towards all those who are doing their bit. Mais il y a un autre problème qui est peut-être à la limite plus profond, plus important et encore plus nocif pour la démocratie, mais qui est beaucoup plus difficile à pointer, qui est la manière dont on vit de plus en plus dans un système économique qui est biaisé en faveur des super riches et de plus en plus inéquitable. Les super riches peuvent accumuler plus d'argent en utilisant leur poids politique, en utilisant le droit, en utilisant un système économique qui est biaisé en faveur des entreprises qui possèdent. Democracy is based on a fundamental ideal. One man, one vote. The people is the sovereign. A complex web of checks and balances, which includes courts, parliaments, elections, parties, and the free press, is designed to prevent one group or layer of society from becoming too influential and taking over power in the state. The big question is,
Can this complicated system of power sharing still work when only a few citizens are far richer than all others? What made America a great country in its political system. Now it's just an oligarchy with unlimited political bribery being the essence of getting the nominations for president or the elected president. This is an actual quote from former US President Jimmy Carter. In the 2015 radio interview, Carter calls the US an oligarchy, a state where a few rich people hold the reins. So, should we worry that today's super wealth is undermining democracy because it gives a few much more power than the rest of the population? Let's take a closer look at who the super rich are. And when do you actually belong to this group? Also wenn man mal das ganze Bevölkerungsspektrum aufmacht, sind am unteren Ende die Armen. Das ist in Deutschland ungefähr jeder Sechste. Und das ist nach EU-Definition jemand, der nur 60% des Medianeinkommens hat. Bei Vermögen braucht man gar nicht erst darüber reden, weil die haben Schulden und kein Vermögen. Da müsste man ein Loch in den Tisch machen, aber das wären ungefähr 1200 €. Das ist deren Durchschnittseinkommen. Dann gibt es die große Mittelschicht. Das sind ungefähr 3/4 der Bevölkerung. Und dann fängt es mit dem Reichtum an, nach meiner Definition, bei ungefähr 4 Millionen, denn von den Erträgen von 4 Millionen Finanzvermögen kann man in Wohlstand leben. Das ist ein Einkommen von gut 100.000 € netto und das wäre für mich der Maßstab für Reichtum. Man wird gleich sehen, wie wenig das ist im Vergleich zu jenen, die wirklich superreich sind. Und jetzt kommt der Rest. Jeder Jeton 1 Million € und das sind 100 Stück und da fängt der Superreichtum an. Wenn man jetzt daneben noch die Milliardäre packen würde, das wären dann 10-mal dieser Haufen. Und wenn man den reichsten Mann der Welt nehmen würde, das wäre 2000-mal dieser Haufen. Also da wird der Tisch nicht mehr ausreichen. Wealth therefore begins when an individual can live on the proceeds of their wealth and no longer has to work. But isn't the 100 million threshold for the super rich quite arbitrary? Jemand, der reich ist, der kann sich vielleicht noch so einen Porsche leisten. Der hat 5 Millionen und sagt, okay, also viele Dinge im Leben sind mir wichtig und ich will jetzt diesen Porsche. Ich habe da immer von geträumt, ich bin jetzt Finanzminister, ich will endlich auch mal Porsche fahren, jetzt mache ich das. Ja? Und dann denkt man, okay, das kann ich irgendwie verstehen, das ist eine Geschichte, die kann ich nachvollziehen. Porsche hat diese Symbolik. Jemand, der superreich ist, hat so viel Geld, dass diese Art von Erzählung auch nicht mehr funktioniert. Es können dann nicht mehr die erlesenen Weine sein. Es kann dann nicht mehr der Porsche sein. Wenn man 30 Millionen und mehr hat, ja, wie viel Porsches soll man sich eigentlich kaufen? So, super wealth starts when your assets are too big to spend wisely, regardless of what you spend them on. Nothing is expensive enough anymore. How can you accumulate such an incredible amount of money? Wenn man sich alle Milliardäre der Welt nach der Forbes-Liste anguckt, dann kann man sagen, gut 40% davon sind Erben. Die haben nicht alles geerbt, aber ich nehme jetzt mal Arnault, der reichste Mann der Welt. Der Vater war Industrieller. Frenchman Bernard Arnault, one of the richest men in the world with around 200 billion euros. Owner of the luxury goods group LVMH, which includes brands like Louis Vuitton. Arnault started his career with his father's money. Is the key to being super rich a substantial heritage? Es gibt immer neuen Reichtum dann, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind. Entweder es gibt ein völlig neues Geschäftsfeld, das war der ganze IT-Bereich, ob du Gates nimmst, Bezos oder wie auch immer, die haben ja alle damit zu tun. Oder aber es gibt Länder, die wie China rasant sich industrialisieren und wo neue, große Unternehmen, ganz neu entstehen. Whether inherited or self-generated, ultimately the super rich's money is based on the success of their businesses.
But it's not just the owners and founders who work there, but many people who all work towards the companies making a profit at the end of the year. Yet only a few reap anything from it. Does this not contradict the principle of equality? Why did our democratic society even get involved in this? Das ist historisch hergestellt. Das ist also keine naturwüchsige Selbstverständlichkeit. Es ist eben so, dass im späten 18. Jahrhundert die Idee aufkam, über die private Profitgier dafür zu sorgen, dass die Gesellschaften insgesamt reicher werden. Und um das zu erreichen, sind verschiedene Mechanismen geschaffen worden, die dafür sorgen, dass Unternehmen tatsächlich diese Reichtumsbeschaffungsmaschinen geworden sind. Modern superwealth has its origins in an economic philosophical idea. The theorist Bernard Mandeville, for example, assumed that if the state gives private entrepreneurs the freedom to accumulate as much wealth as they can, everyone will ultimately benefit, including the state. This is called the trickle-down effect in economics. Driven by the greed for wealth, individual citizens establish companies that make profits and grow. This newly generated wealth, according to the theory, won't remain in the hands of the entrepreneurs, but seeps through to the rest of the population by channeling money into state coffers via taxes and to the workers by way of wages. Whether it really works this easily is contentious, but at least in Western democracies, prosperity has actually grown over the last century. But this was at the heavy expense of so-called low-wage countries and nature. And as demonstrated by French economist Thomas Piketty, this development has particularly made the rich even richer, but relatively little has trickled down to the rest of the population. Die 10 reichsten Deutschen besitzen 225 Milliarden Euro. Das ist genauso viel wie die untere Hälfte der Bevölkerung, das heißt über 40 Millionen Menschen zusammen besitzen. Und wenn man sich das Gesamtvermögen von Deutschland anschaut, dann ist es so, dass dem obersten Prozent der Bevölkerung 1/3 dieses Gesamtvermögens gehört. Quand on regarde la répartition des patrimoines, on voit que 1% de la population concentre 15% du patrimoine de toute la France. Donc on prend 15% dans les mains de juste une minorité de la population. D'après l'ONG Oxfam, les milliardaires français ont gagné depuis 2020, c'est-à-dire depuis le début de la pandémie de Covid-19, la bagatelle de 200 milliards d'euros supplémentaires. Et l'ONG a calculé qu'avec ces 200 milliards d'euros supplémentaires gagnés pendant la pandémie par les milliardaires français, on aurait pu payer les factures de gaz et d'électricité de tous les Français pendant des années et des années. In 1995, there were 388 billionaires in the world. Today, there are 2,668, according to Forbes. The world population's richest 1% now has almost as much as the rest. Is this changing our democracies? What are the consequences for the distribution of power? Die Reichtümer, die solche Menschen halten, werden in Konzernen gehalten, in Aktien gehalten, in anderen Vermögensgütern gehalten. Und die nehmen jetzt direkt nicht jemand anderen was weg, aber sie schaffen natürlich wirtschaftliche Macht. Ich kann Einfluss nehmen auf das Verhalten anderer, zunächst einmal ganz konkret auf das Verhalten der Menschen, die ich einstelle, die ich kontrolliere in Unternehmen. Super-rich entrepreneurs have enormous economic power. Their decisions not only have a huge impact on the employees in their companies, but also on independents and small businesses that depend on the big players in the market. The super-rich can also put huge pressure on politicians. Niemand von uns will ärmer werden. Niemand von uns möchte die Nachricht hören, dass jetzt die Wirtschaftsleistung sich in Deutschland demnächst halbiert. Ja? Und genau damit können mächtige Wirtschaftsakteure aber drohen, indem sie sagen, ja, dann verlagern wir die Produktion ins Ausland, dann investieren wir im Ausland. Der sogenannte Kapitalstreik, wie das von manchen Leuten
genannt wird. Und davor hat die Politik natürlich massiv Angst. The threats from corporations are an effective way for the moneyed elite to enforce its political will. But surely there are more subtle, less visible ways. Dann gibt es eine ganze Reihe von indirekten Mechanismen, wie wirtschaftliche Macht doch in politische Macht übersetzt werden kann. Der erste und offensichtlichste Mechanismus ist natürlich Bestechung. Ja, das ist so ganz simpel. Ich komme mit meinem Geldkoffer und sage zu jemandem, der politische Macht hat, du kriegst hier die Million und dafür entscheidest du dann das und das und das und das. Bribery. It doesn't just exist in corrupt systems and dictatorships. An example of this is Vice President of the European Parliament, Eva Kaili, who was allegedly given 1.5 million euros by Qatar to defend the interests of the ruling family. Or the case of US Supreme Court Judge Clarence Thomas, who let Texas billionaire Harlan Crow finance numerous luxury trips and various non-profit projects. Are such gifts already bribes? The grey area is large. The situation is similar for lobbying, and one of its subforms, so-called revolving door lobbying. Der sogenannte Drehtüren-Lobbyismus. Ja, man arbeitet in der Wirtschaft 20 Jahre lang, verdient da wahnsinnig viel Geld, wird Millionär oder Millionärin. Und dann geht man in die Politik oder umgekehrt und dann sagt man, naja, aber das hat jetzt gar nichts miteinander zu tun. Lobbying is a soft form of influence, and its impact is difficult to prove. Will José Barroso, former president of the European Commission, accepting a lucrative advisory job with Goldman Sachs for after his term in office, affect legislation? It's not just the moneyed elite lobbying for their interests, but environmental organizations, consumer protection groups, and trade unions do it too. Wenn es irgendwie ein Treffen gibt zur, sagen wir, Klimafrage und eine Politikerin sich 20 Tage lang mit Vertreterinnen der Energieindustrie trifft und einen Tag lang mit NGO-Vertreterinnen, dann ist der Eindruck, der mit nach Hause genommen wird, schon sozusagen in eine bestimmte Richtung verschoben. Ja? Und dahinter steckt natürlich Geld. Ganz klar, mit Milliarden hat man eine ganz andere Lobbykraft. Also insofern sind natürlich die, in Anführungszeichen, erfolgreicheren viel partizipierender und gestaltender an unserer Gesellschaftsentwicklung beteiligt. Aber wir müssen sehen, inwieweit sich demokratische Parteien davon dominieren lassen. Und dann gibt es natürlich Veranstaltungen wie in Davos, wo das auch ziemlich unverhohlen passiert. Da treffen dann die Wirtschaftsführerinnen auf die Politiker und Politikerinnen und verbringen viel Zeit an schönen Orten miteinander. Critics like the NGO Lobby Control see a strong power imbalance between the financially well-endowed lobbyists from the business world and those campaigning for social or environmental issues, for example. A 2016 study proves this for Germany. Over 15 years, the political wishes of the population were analyzed and graded according to income. The data was then compared with laws and government decisions. The results showed that the government apparently systematically followed the wishes of the rich. The more the poor were in favor of a cause, the more the government was against it. Of course, this isn't just the case in Germany. Es gab vor ungefähr 10 Jahren eine Reihe von Studien in den USA. Wie stimmen Abgeordnete im Repräsentantenhaus ab? Die Leute, die selber zur Upper- oder Upper-Middle-Class zählten, also relativ hohe Einkommen und Vermögen vor allem hatten, haben in Fragen, wenn es um soziale Absicherung ging oder eben um Steuern für hohe Einkommen und Vermögen, entsprechend ihrer Interessen und der Interessen von Personen, die dasselbe hohe Vermögen hatten, abgestimmt. So, the rich don't just exert more influence on governments, they are disproportionately involved in governments. This is also related to the education system. In England, for example, where many students at elite universities such as Oxford and Cambridge come from expensive private schools.
die muss man sich leisten können. Wenn man sich private Schulen leisten konnte, sind ein Großteil dieser Schüler dann an Oxford und Cambridge gegangen. Das sind die klassischen Universitäten in England, die immer auch die Politiker gestellt haben. Boris Johnson und andere. Is it even possible to join this elite if you are from a poor background? Wird das zunehmend beschränkt auf eine kleine Elite, die das System für sich kontrolliert und mit den Spielregeln des Systems so umgehen kann, dass es letztendlich ihnen in die Hände spielt. Und zwar selbst dann, wenn ihre Kinder nicht die erforderlichen Qualifikationen haben. The rich aren't just occupying more and more core positions of power in politics and business. They're also moving into the media world. Elon Musk and Twitter, Jeff Bezos and the Washington Post, Arnault and the business newspaper Les Echos, the arms company Dassault and the national daily Le Figaro. Critics fear this rich elite is threatening press freedom with devastating consequences for democracy. C'est plus difficile à mesurer, mais il y a des phénomènes d'autocensure, c'est-à-dire les journalistes tendent à éviter certains sujets parce qu'ils savent que ça ne plaira pas trop à leur patron. Par exemple, dans le Figaro, on critique très rarement la politique de vente d'armes de la France à des destinations de pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres, parce qu'évidemment, c'est le fonds de commerce de leur propriétaire, la famille Dassault. Et plus généralement, je dirais que voilà, ça réduit la diversité du paysage médiatique et ça fait en sorte que certains sujets, tous les sujets qui ont trait aux inégalités tendent à apparaître moins dans les médias que d'autres sujets. Then there's patronage. A tool that also offers the super rich huge political influence. German billionaire Michael Stoschek, shareholder of Bros, is an example of this. Er wollte in seiner Heimatstadt Coburg, wo auch der Hauptsitz des Unternehmens ist, eine Straße benannt haben nach seinem Großvater, Max Brose. The issue? His grandfather was heavily involved with the Nazis and was a member of the NSDAP. Mayor Norbert Kastner therefore rejected the entrepreneur's request. Daraufhin hat Michael Stoschek gesagt, okay, wenn ihr nicht macht, was ich will, dann gibt es ab sofort keine freiwilligen Leistungen mehr für alle möglichen Vereine, die ich bisher unterstützt habe. Sport, Kultur und so weiter und so fort. Das hat er eingestellt und die zweite Drohung, die er auch umgesetzt hat, das neue Werk von Brose gibt es nicht in Coburg, das kommt nach Bamberg. Denn Bamberg hat eine Straße so benannt. Kastner retired from office in 2014. A year later, his successor succumbed to pressure from Stoschek. Inzwischen gibt es die Straße, weil Stoschek hat natürlich einen langen Atem und ist ja immer noch Milliardär. Und ihm gehört das Unternehmen immer noch und er hat immer noch dieselben Druckmittel. Foundation money makes art, sport and politics dependent on the economy, and the recipients of donations may be susceptible to blackmail. So, how far have the scales already tipped in favor of the super rich? Ich denke, wenn man sich die politische Großwetterlage anguckt in verschiedenen Demokratien, einschließlich der ältesten Demokratien, die wir haben, zum Beispiel den USA, dann ist ganz klar, dass wir die Schieflage erreicht haben. Das heißt, wir haben Strukturen geschaffen, die eigentlich selbst reproduzierend immer wieder den Reichen in die Hände spielen und alle anderen eigentlich die Kontrolle darüber, was das Leben ausmacht und wie das Leben gestaltet werden soll, in der Zukunft verloren haben. There are many ideas about how money's influence on politics can be reduced. More redistribution through more effective taxation of big fortunes. More transparency, both in the economy and in politics. Breaking up large corporations, not such a revolutionary idea from a historical perspective. And maybe even completely new opportunities for participation in companies, for more economic equality. Die Demokratie, die keine Milliardäre möchte, soll sie abschaffen. Demokratie ist Mitsprache. Ja? Die Abstimmung möchte ich aber sehen. Da wird 70% der Bevölkerung nicht mitmachen. You seem to see it differently. In our community survey on whether wealth should be restricted, 29% of Germans and 35% of French respondents rejected an upper limit on wealth.
However, 48 and 42% respectively don't want anyone to own more than 100 millions. In both countries, 12% vote in favor of equal wealth from birth. 11 and 10% respectively are undecided. Es gibt politische Gleichheit im Grunde immer nur dann, wenn es materiell auch weitgehende Gleichheit gibt. Weil dann die Sichtweise auf gesellschaftliche Wirklichkeit ähnlich ist, weil die eigenen Bedingungen ähnlich sind. Je größer die Unterschiede sind, umso weiter weg ist man von diesem Ideal demokratischer Teilhabe, bis eben zu dem Punkt, dass ein relativ kleiner Teil der Gesellschaft viele Entscheidungen maßgeblich mit beeinflusst oder sogar bestimmt. It's time that we start to think seriously about these ideas and how we can implement them. Because nothing less is at stake than our democracy.